Ja, was ist das denn bitteschön? Ja, das sind Weintrauben. Und zwar richtig große, dicke, fette. Und was es mit diesen zwei Werkzeugen auf sich hat, seht ihr gleich. Bleibt dran. Traubenernte heute. Bei mir sind Freya und David von Freiderland. Wir machen Trauben. Schaut euch diese wunderschönen Trauben hier an. Psst. Was im Hintergrund so rauscht, ist der Einkochautomat. Seht ihr gleich. Die sind bei mir über der Terrasse als Sonnenschutz, als Beschattung und sie liefern noch wahnsinnig viele Früchte. Die mache ich diesmal nicht zu Wein. Habe ich schon mal gemacht. Schaut in dieses Video rein. Dieses Mal nur Saft und zwar in solche Flaschen. Im ersten Schritt werden die sterilisiert. Kochend heißes Wasser, nehmt immer so eine Zange. Kennt ihr die Flaschen hier von Weg? Die sind super, die haben nämlich einen großen Hals. Mehr dazu erzähle ich später. Ihr wisst ja, Weg ist pleite gegangen. Wenn ihr sowas noch findet, kauft's jetzt. Meine Empfehlung, vielleicht gibt es bald nicht mehr. Außerdem ist es noch nie passiert, wenn ich diese jetzt kalte Flasche ins kochende Wasser lege, dass sie dann geplatzt sind. Also die sind sehr stabil. Was ihr nicht machen solltet, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt, also richtig eiskalt ist, dann ins kochende Wasser rein. Aber wenn sie normale Temperatur haben, Zimmertemperatur, dann geht es wunderbar. Deckel drauf und ein paar Minuten warten. Einkochautomaten auf Kochen stellen. Der Einkochautomat, der arbeitet ja elektrisch, aber weil bei uns die Sonne gerade runterbrennt, aufs PV-Dach ist es Strom, den wir hier selber verbrauchen. Zusätzlich haben wir noch die Küchenhexe, die arbeitet mit dem eigenen Holz. Und hier habe ich auch noch mal einen Dampfentsafter drauf. Hier kocht das Wasser schon. Psst, klick doch gerne auf den Daumen rauf. Danke. Freya und David kennt ihr außerdem schon. Sie waren bei mir schon mal im Video. Schaut da rein. Und sie haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, Freiderland. Schaut in die Videobeschreibung. Das Wasser kocht. Hier kann jetzt der erste Dampfentsafter drauf. Wenn ich hier oben reinschaue, dann sieht man, wie der Dampf durch diesen Kegel nach oben steigt. Der geht dann in dieses Sieb rein. Und der Dampf, der lässt die Weintrauben oder die Früchte, was auch mal auch immer drin hat, hier aufplatzen und den Saft rauslaufen. Der läuft dann wieder durch das Sieb raus in diesen Behälter hier rein und wird durch den Schlauch hier abgelassen in die Flaschen. Ein paar Minuten später, die ersten Flaschen sind sterilisiert. Und dann ernten wir erstmal, was das Zeug hält, aber nicht ganz alles, denn ich lasse ein paar Trauben hängen, denn wenn Freunde kommen oder wenn ich Besuch habt, dann können wir ganz frisch noch was ernten, bis in den Oktober rein, ja, sofern die Wespen einem halt was übrig lassen. Die Flaschen sind sterilisiert, jetzt kommt der Dampfentsafter drauf. Das gleiche Prinzip wie bei dem Teil aus Edelstahl. Hier oben haben wir einen Trichter. Da kommt dann der kochende Dampf, also der Dampf raus vom kochenden Wasser. Und obendrauf ein Korb mit den Früchten. Darauf wieder ein Deckel, dass der Dampf hier oben nicht entweichen kann. Hier gibt es einen Schlauch, hier müssen wir jetzt unbedingt zumachen, das ist wichtig. Das ist so einfach eine Klammer, die macht den Silikonschlauch dicht. Und hat hier noch einen Haken, dann kann ich ihn hier einhängen. Und später dann in die Flaschen reinlassen. Das sieht man dann. Ah, geschafft. Irre die Traubenernte dieses Jahr. Hm? Die Kiste allein ist von diesen paar Reben hier. Das ist unglaublich. Und da ist immer noch was dran. Habt ihr Wein bei euch? Wir haben Wein bei uns, ja. Und ich freue mich auch schon auf die Ernte. Super Trauben. Die Marke, die Sorte ist außerdem Lakemont. Lakemont. Und weil wir so viel Minze im Garten haben, habe ich mir gedacht, jetzt kommt einfach noch ein bisschen Minze mit dazu. Lege ich einfach mit in den Dampfentsafter rein und darf hier mit entsaften. Gibt bestimmt einen hervorragenden Geschmack, wenn ich später dann meinen Traubensaft habe. Bin mal gespannt. Und von den Trauben, da zupfen wir alles, was nicht so schön ist, weg.
damit sie dann so aussehen hier. Ah, schön. Und habt ihr schon mal solche großen Trauben hier gesehen? Unglaublich. Diese Größe. Zum Vergleich. Ja. Gesundheit. Oh, danke. Und dann haben wir hier an der Hauswand ja noch die roten Trauben, die schmecken auch hervorragend. Aber den Wespen, ja, denen schmeckt's auch. Die saugen hier den süßen Saft raus. Ist nicht weiter tragisch, ich bin ja nicht auf einen Riesenertrag aus. Hier sehe ich im Schlauch, dass der erste Saft da ist. Den lasse ich jetzt schon mal ab. Und wenn ich oben reinschaue, dann sieht man, es ist schon mal viel weniger geworden. Es war ja voll. Und es ist schon mal viel Saft draußen. Wenn noch nicht alles. Es dauert noch ein bisschen. Aber den ersten Saft lasse ich schon mal ab. Denn hier soll auch nicht zu voll werden. Und haltet diese Flasche auf keinen Fall mit der Hand. Denn da kommt jetzt kochend heißer Saft rein. Und es könnte sehr heiß werden. Die Flasche verschließe ich gleich mit sterilisiertem Deckel und Gummiring und natürlich 2 Klammern, die nur während des Einkochens draufkommen und nach dem Einkochen, nach dem Erkalten des Saftes dann wieder runter. Und so wird eine Flasche nach der anderen eingekocht und hier ist mir jetzt so ein kleines Stückchen Ast von einer Rebe reingekommen. Habe ich dann nicht bemerkt, erst später. Macht aber nichts, das wird ja eingekocht und schimmelt nicht. Sind alles Ballaststoffe. Wir machen ja nicht nur Traubensaft, schaut mal hier rein. Man sieht jetzt nicht viel. Das ist eine Lake aus Salz, Wacholderbeeren, Dill, eine Chili habe ich mit rein und man sieht da so ein bisschen rausgucken, die Fische. Hier dürften drin sein, ich glaube 13, 14 Fische, Bachforellen und Regenbogenforellen und die kommen gleich mit in die Räucherkammer. Also bleibt dran. ...24 Stunden lagen die Forellen jetzt in ihrer Lake. Ich habe hier einmal die Regenbogenforelle und irgendwo hatte ich doch tatsächlich noch eine Bachforelle. Hier wunderschöne Bachforelle. Und was hier noch grün dran ist, das ist Dill. Den haben wir noch mit Dill eingelegt zusätzlich. Und jetzt kommen Haken dran. Das sind Schweißdrähte aus Edelstahl, so gebogen, dass er doppelt Haken hat und so kann nichts passieren. Am allerschlimmsten sind diese ganz einfachen S-Haken, die man irgendwo durch die Kiemen hat. Denn wenn die Forelle dann in den Räucherofen kommt, wird die warm und weich und dann fällt sie runter ins Sägmehl und dann mag sie keiner mehr essen. Diese Haken hier, wunderbar, die halten. Kann ich euch sehr empfehlen. Man nimmt einfach diese Haken, der kommt vorne durchs Maul und die 2 Spitzen hier hinten durch den Rücken. Und so hängt der dann ganz sicher und fest. Die genaue Rezeptur findet ihr außerdem unterm Video. Luzi, magst du Fisch? Schätzle. Die Fische, die hänge ich jetzt auf, damit sie trocknen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sie jetzt gut im Freien aufhängen kann, denn sie müssen abtrocknen. Da kommen keine Fliegen dran, denn Fliegen wollen das Salz überhaupt nicht. Die Fische hängen und dürfen jetzt ein bisschen abtrocknen, denn sie sollen nicht feucht in den Räucherschrank. Das schaut doch toll aus. Und währenddessen trockne ich immer mal wieder Samen, Saatgut von den Tomaten. Die habe ich eingelegt, einfach in Wasser, bis sie gären. Das dauert so ein paar Tage. Dann kommen sie durch ein Sieb und werden da ordentlich gewaschen. Ich reibe das mit der Hand ein bisschen aus und zwar so lange unter fließendem Wasser, bis nur noch das Saatgut übrig ist und das Fruchtfleisch durchgedrückt. Trockenschütteln und dann auf ein Backpapier geben. Dann verteile ich das Saatgut mit so einem Silikonschaber, denn daran bleiben die Samen nicht haften. An den Fingern würden sie doch ganz schön kleben bleiben.
Ich mache das so, dass es nur noch eine dünne Schicht ist, dass sie also nicht übereinander liegen. Dann kommt der Deckel dazu mit dem Namen, so weiß ich, was für ein Saatgut ist es, und ab in die Sonne damit. So trocknen sie dann. In der Nacht wieder rein, denn da kann es nochmal feucht werden. Und auch mein anderes Saatgut immer auf ein Backblech, auf Backpapier und dann zum Trocknen raus. Und achtet auf Kätzchen, dass die sich da nicht reinlegen und wieder alles durcheinander bringen. Und wisst ihr, was ich seit vielen Jahren vorhabe, immer noch nicht gemacht habe? Dieser Essigbaum hier. Ich bin hier an dem kleinen Teich am Hühnergehege. Hier habe ich wieder besseren Wissens mal einen Essigbaum hingepflanzt und der kommt weg. Essigbäume sind A invasiv, B bringen sie mir nichts und C wachsen hier ganz viele. Deswegen kein Problem, wenn der hier wegkommt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, irgendwann, wenn ich mal mit dem Traktor hier irgendwie reinkomme, das Erdbeerfeld hier aufgelöst ist, dann werde ich die abschneiden und vielleicht mit der Heckhydraulik hier rausziehen. Aber David, das Tier, hat sich bereit erklärt, abzusägen und versuchen, die Wurzeln freizulegen. Schon eine wunderschöne Maserung, ne? Voll, ne? Müssen wir mal schauen, vielleicht eignet es sich zum Drechseln. Wenn ihr da Erfahrung habt mit dem Holz des Essigbaums, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was man daraus machen kann. Es sieht nach Hartholz aus. So ein bisschen harzig, ne? Das saftet ja auch. Und vielleicht kann man was draus schnitzen oder irgendwas draus machen. Sieht auf jeden Fall echt spannend aus. Es ist keine Stunde später und hier ist ein freier Platz draus geworden. Es ist wieder richtig hell. Unglaublich, alles weg. Schau dir den Wahnsinnigen an, was der da rausgezogen hat. Das gibt's ja nicht. Unglaublich. Dann habe ich hier jetzt Platz für eine Feige. Hier sind ja große, schwere Felsbrocken. Die speichern auch schön die Wärme. Hier kommt jetzt eine Feige hin und hier soll in der gleichen Größe dann wie der Essigbaum ein Feigenbaum wachsen. Mir ist klar, dass da noch jede Menge Wurzeln im Boden sind. Da kommen Pflanzen raus, ständig vom Essigbaum. Die muss ich halt immer kappen, die Wurzeln rausreißen, wo es geht und hoffen, dass irgendwann Schluss ist. Du hast die Axt geschliffen? Boah, damit kannst du dich ja rasieren. Komm, das probieren wir bei dir gleich mal aus. Nee, da oben. Ah, nee. Das nicht. Das hat zu lange gedauert. Würde aber gehen, oder? So scharf ist das Ding. Schauen, weiß nicht. Ja, doch, ja, würde gehen. Ja, unglaublich. Na, zum Glück habe ich es nicht oben probiert. David ist außerdem derjenige, der von mir den Amboss bekommen hat. Du würdest ja gern mal eine eigene Schmiede haben und das ist so ein Teil davon. Vielleicht wird das ja mal was, ne? Ja, auf jeden Fall. Folgt auf jeden Fall Freya und David. Tolle Filme, super interessant und macht Spaß zum Zuschauen. Ihr macht die wirklich toll, die Filme. Dankeschön. Gitter gegen die Wühlmäuse. David hat schon das Gitter vorbereitet hier. Einfach so eine Art Korb. Dann kommt Kompost rein. Das ist einfach ein guter Starter. Und rein kommt diese Feige hier jetzt. Die ist vom Tobi Kabel außerdem. Ah, freue ich mich. Dann ordentlich einschlemmen. Da habe ich jetzt einfach noch eine Schaufel Sand draufgeschmissen. Und da dürfen schon ein paar Gießkannen rauf, damit sich die Erde einfach überall gut zwischen die Wurzeln schlemmt. Wobei der kam jetzt ja aus dem Blumentopf und war sowieso gut durchwurzelt. Aber dennoch gut, hier ist ein großes Loch entstanden und so schließt es einfach die Löcher. Die Fische, die sind jetzt ausreichend angetrocknet und die kommen jetzt in den Räucherofen. Das ist jetzt außerdem Heißräuchern, nicht Kalträuchern. Kalträuchern mache ich nur im Winter. Der Schrank, den machen wir jetzt zu. Danke nochmal an Eigentum der Bayerischen Wasserkraftwerke AG. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr.
Und unten mache ich jetzt erstmal ein Feuerchen. Da darf ruhig ein bisschen Hitze sein. Dann wird hier die Sägespäne, die werden dann anfangen zu glimmen. Und das ist außerdem was ganz Edles, Kirsche. Unten kann man dann auch zumachen. Das reguliert dann so ein bisschen die Sauerstoffzufuhr. Aber das machen wir dann in ein paar Minuten. Jetzt schauen wir mal nach den Fischen. Mittlerweile sind es nur noch 20 Grad da drin. Die Fische waren über Nacht im Schrank. Boah, Oh, sehr schön. das sieht sehr gut aus. Verdammt, einer ist doch runtergefallen. Man merkt, sie sind fest. Gut. Und jetzt gibt es einen Test, wie man feststellen kann, ob er tatsächlich durch ist. Man nimmt die Rückenflosse und wenn die relativ einfach rausgeht, tut sie, dann ist er durch. Das sieht gut aus. Nehmen wir uns mal einen mit und probieren ihn. Ne? Gerne. Unten sieht man, es ist komplett abgebrannt. Um diesen Stein hier rum, so brennt es etwas länger, ansonsten wird es sich ja so schneller ausbreiten. Oh, das sieht richtig gut aus. Und was braucht man für einen Fisch? Ampferstecher. Wofür seht ihr gleich. Das hier ist kein Unkraut. Das ist eine ganz tolle Pflanze, mag ich sehr gerne. Jetzt hoffe ich mal, dass da eine schöne Wurzel dran ist. Ja, ist nicht besonders dick, aber für uns reicht's. Zum Fisch haben wir uns jetzt noch eine Meerrettichwurzel rausgeholt. Auf der Reibe, frischer Meerrettich, ist nicht nur so gut und lecker, passt auch toll zum Fisch und dazu noch unglaublich gesund. Oh, und wenn ihr das riechen könntet. Frisch geriebener Meerrettich, herrlich. Oh, Scharf, ne? oh, das ist richtig. Reingezogen. Geht in die Nase. Oh, ich Ja. glaube, ich muss gleich weinen. Eine ganz andere Schärfe als bei Chili. Ja. Chili ist langanhaltend, während hier diese Senföle im Meerrettich ist nur ganz kurz und geht zu mehr Richtung Hirn, die Schärfe. Ne? Ja. Aber nur In die kurz. Nase. Jetzt wird's besser. Ja. Ich bin einfach sehr gerührt von diesem Moment. Ne? Also, man sieht's, ne? Also, Ich schneide ihn mal auf. die Haut isst man nicht mit. In dem oder? Fall nicht, weil die hing ja wahnsinnig im Rauch Ja. und ist auch zäh geworden. Also das kann man hier nicht mitessen. In der Pfanne, wenn man sie brät, dann kann man sie wunderbar mitessen. Schmeckt wirklich toll, wer das mag. Ich mag es sehr gern, aber hier wird es ledrig. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt hier die Haut runter und jetzt können wir mal probieren. Ich lasse mich ganz erst mal schauen, ob er auch tatsächlich durch ist. Boah, das sieht gut aus. Aber es sieht gut aus. Dann probiert mal. Guten Appetit. Guten. Sehr lecker. Ganz zarte Rauchnote. Ich mag es ja nicht, wenn er nur noch nach Rauch schmeckt. Aber sehr zart. Ist durch genug, ne? Ja, hätte ich gesagt. Bisschen Meerrettich. Köstlich. Oh. Ein Traum. Wie schmeckt's euch? Sehr lecker. Super. Das ist wirklich echt gut. Sind außerdem nicht alles von mir gewesen, die Forellen. Ein paar kamen von Durst Markus, vom Sägewerk. Der kommt nachher und holt sie ab. Bin gespannt, was er meint. Und wir sind live, jawohl. Da kommt der Markus. Markus, magst du kurz Hallo sagen? Markus, nur als Hinweis, wir sind live. Ja? Ich hab's gehört. Hi, Sehr hi. schön. Markus, deine Fische sind fertig. Du kannst auch mehr mitnehmen. Es ist egal, mir reichen die 3. Schaut doch Hammer aus, hast du schön gemacht. Und sag mir mal, wie sie dir dann geschmeckt haben. Ganz ehrliche Meinung natürlich, ne? Sowieso. Ciao. Danke, gell? Ich komme wieder. Die letzte Charge ist fertig hier von den Trauben. Diesmal haben wir rote drin und auch wieder Minze. Minze und Traubensaft, was ganz Herrliches. Hast du schon mal probiert? Nein. Dann füllen wir das jetzt mal ab. Wir sind durch mit dem Traubensaft machen. Richtig schöne, dicke Trauben dabei gewesen. Hier zum Vergleich, das ist Normalgröße.
Und geschmacklich waren die super, ne? Mega. Bei uns sind es 36 Liter geworden, nicht 36 Flaschen, denn Freya hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Das sind keine Literflaschen, diese hier. Da sind 750 Milliliter drin. Aber das hier und das hier, das sind Literflaschen. Und insgesamt 36 Liter allerbester Saft. Wenn ich Saft trinke, dann kommt so viel Saft rein und der Rest Wasser drauf, also wie eine Schorle, weil Trauben enthalten sehr viel Zucker. Ich mache es jetzt nicht wegen des Zuckers an sich, sondern weil es für mich einfach zu süß ist, pur. Trotzdem werden wir ihn jetzt verkosten, pur, damit wir schauen, wie das schmeckt. Ich bin gespannt. Ich auch. Einmal den weißen. So, jetzt probieren wir mal. Schnappt euch ein Glas. Vielen Dank fürs Helfen schon mal. Ja, Prost, Hat gerne. total Spaß gemacht. Fanden wir auch. Prost und testen. Jawohl. Gar nicht zu süß. Ist lecker. Da waren wohl ein paar saure Trauben noch dabei. Das sorgt dafür, dass es nicht so süß ist, ne? Ja. Ist lecker. Ich hätte es süßer erwartet, nachdem du das vorher gesagt hast. Ich finde es angenehm. Total angenehm. Geschmacklich super. Probieren wir noch den roten. Oh, der ist noch total heiß. Deswegen gieße ich mal gar nicht so viel ein. Jetzt haben wir halt einen Glühtraubensaft. Okay, ich bin bereit. Probier mal. Prost. 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 Oh, Riecht sehr fruchtig. ganz anderes Aroma. Oh, Ich finde den leckerer. ja. Ja. Und da, Ist mit Minze. ja genau, da schmeckt man die Minze. Total. Ja, das ist gut. Minze und Traubensaft, was ganz Tolles, Erfrischendes. Also warm finde ich das auch ganz lecker, oder? Toll. Bräuchte ich keinen Glühwein, wenn ich Nö. den habe. Nee. Irre, Also oder? wirklich Wirklich, alkoholfreie Alternative, super. Könnten wir jetzt sogar noch ein bisschen Gewürze reinmachen, wie Ja. Nelke und Zimt, wie beim Zimt. Glühwein. Ja. Dann hat man doch einen Glühwein. Ja, voll. Voll lecker. Und nicht diese super süße Plörre, wie man sie auf dem Weihnachtsmarkt immer kriegt. Ich kann das nicht trinken. Jetzt haben wir Fische geräuchert. Waren hervorragend. Wir haben Traubensaft gemacht, 36 Liter. Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Absolut, ja. Und Vielen, Spaß vielen gemacht. Dank. Und vielen Dank für den Baum ausreißen, für die Aktion. Unglaublich. Spaß gemacht. Ja. Endlich ist die Feige im Boden und freue mich. Und ihr könnt ja mal beobachten, wie es wird. Ja, Wie sie wächst an die nächsten Jahre. Ich hoffe, es wird ein großer, schöner Busch und dass ich endlich mal Feigen ernten kann. Weil frische Feigen ist wirklich was ganz Tolles. Kein Vergleich zu den, die man so kennt, die getrockneten, die normalen, die auch gut schmecken. Aber eine frische Feige ist nochmal was ganz anderes. Und solltet ihr im Supermarkt mal frische Feigen sehen, nicht kaufen. Die schmecken einfach nach nichts. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich total gefreut, dass Freiderland wieder zu Besuch waren. Sie waren ja schon mal da. Und jetzt sage ich Ahoi, bis zum nächsten Mal. Euer Selbstversorger Rigotti zusammen mit David und Freya. bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wer hält länger durch? Ich halte länger durch.